Wenn euch das bisherige Shelly Wall Display oder das Shelly Wall Display X2 viel zu klein waren, ja, dann hat jetzt Shelly was für euch. Und zwar das neue Shelly Wall Display XL. In dieser Folge schauen wir uns das Gerät natürlich im Detail an, die Installation, die Shelly App, Home Assistant und welche weiteren Funktionen es mit sich bringt im Vergleich zu den anderen Displays. Und ich sage euch, welcher eine Punkt mich richtig aufgeregt hat, und das habe ich schon direkt nach dem Auspacken bemerkt. Der Dashboard-Enthusiast hier vorne ist der Ur. Willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Wenn ihr zukünftig solche Folgen, solchen Content gar nicht mehr verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten, Filme ab! Schauen wir uns zunächst einmal das Design des Shelly Wall Display XL im Vergleich zu anderen Geräten, die wir so aus dem Alltag kennen, mal an. Dann bekommt ihr ungefähr ein Gefühl, wie groß hier dieses Display ist. Und hier habe ich für euch beispielhaft ein iPhone 15 Pro Max. Dann seht ihr auch, dass das von der Höhe her ja eigentlich schon sehr identisch ist. Und ein Gerät habe ich tatsächlich vergessen, das stelle ich jetzt mal so dazu. Und das ist ein mit Fingerabdrücken versehenes iPad Air 4. Ich persönlich war total überrascht, als ich dieses Display ausgepackt habe, weil ich das einfach in dieser Größe nicht erwartet habe. Hier ist auch ein Rahmen noch hier integriert, den seht ihr dann später, wenn wir das einschalten. Und im Vergleich zu den zwei kleineren Displays gibt es hier ein paar Feinheiten und auch Besonderheiten, kann man sagen. Das Offensichtlichste ist, wir haben hier 4 physische Tasten und die kann man dann so reindrücken. Hier in der Mitte kann man nicht drücken. Und da hat man auch so einen satten Druckpunkt, also fühlt sich jetzt nicht ganz so billig an, ist total okay. Außerdem hat dieser hier keinen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mehr verbaut und somit, wenn ihr die Thermostatfunktion nutzen möchtet, braucht ihr noch einen externen Temperatursensor. Eine weitere Besonderheit im Vergleich zu den beiden anderen ist, dass wir hier an der Seite einen Knopf haben. Den kann ich drücken, um Bildschirm ein- und auszuschalten. Wenn ich es 5 Sekunden lang gedrückt halte, könnt ihr wählen zwischen Soft Restart und Hard Restart. Und wenn ich es länger als 5 Sekunden gedrückt halte, dann wird ein Hard Restart gemacht. Wir haben hier am Gerät und um das Gerät herum multiple Sensoren eingebaut. Unter anderem ein Annäherungssensor, der dann aktiviert wird, sobald man sich unter einem Meter hier an das Display nähert. Wir haben hier, was ich persönlich ganz spannend finde, Wi-Fi 6 verbaut. Das finde ich ziemlich cool. Und wir können auch hier oben Öffnungen sehen. 4 Mikrofone hat es unter anderem verbaut. Und einen Dämmerungssensor, also ein Sensor, der Luxwerte ausgibt, ist auch hier in diesem Display mit eingebaut. An der Unterseite des Gerätes haben wir hier Lautsprecher verbaut, 2x2 Watt, wenn ich mich richtig erinnere, und einen USB-C-Port, womit wir das auch mit betreiben können. Also ihr müsst das nicht über 230 Volt betreiben, könnt auch hier USB-C dafür benutzen. Eine andere Möglichkeit ist hier, diese Installationsplatte zu nutzen. Dort kann man dann das Wall-Display einhängen und dann mit Schrauben befestigen. Und wenn wir das einmal umdrehen, dann können wir auch hier schon direkt die Verkabelung sehen. Wir haben natürlich einmal Phase, einmal neutral. Mit dem Output steuere ich in meinem Beispiel bei den anderen Wall-Displays hier bei mir zu Hause mein Thermostat und bei SW könnte ich dann zum Beispiel noch einen Tasteranschluss machen. Ganz wichtiger Hinweis, das eingebaute Relais unterstützt nur bis zu 1500 Watt. Also achtet da bitte auf jeden Fall auf die Leistungsaufnahme. Ich werde jetzt für dieses Video an das Output ein Leuchtmittel dran klemmen, damit ich euch dann später die Thermostatfunktion dann visuell darstellen kann. Jetzt hängen wir das hier oben einmal rein. Dann seht ihr auch schon, fängt hier das Wall Display XL schon an zu booten. Wenn das Wall Display XL zum ersten Mal hier hochfährt, dann bekommen wir auch direkt die Meldung, dass wir einen externen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor damit verbinden sollen. Wenn ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, das ist hier dieser Shelly Blue H&T gemeint. Dadurch, dass dieses Gerät natürlich keinen eigenen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor hat, braucht dieser natürlich hier so einen Sensor, um ordnungsgemäß als Thermostat hier funktionieren zu können. Jetzt öffnen wir hier einmal die Shelly App und bekommen auch schon direkt angezeigt, dass es hier ein Shelly Wall Display XL, sag ich mal, zum Verbinden gibt. Da drückt man mal auf Gerät hinzufügen, dann nochmal auf Gerät hinzufügen. Jetzt geben wir dem Ganzen einfach einen Namen, können dann noch unterschiedliche Symbole hinzufügen, auch eigene hochladen, aber das mache ich nicht, drücke auf Weiter. Ich packe das hier in meinen Testraum und drücke auf Speichern.
Jetzt bekommen wir hier einen Code und diesen Code müssen wir hier in der Shelly-App einmal bei Authentifizieren eingeben und dann drücken wir einmal auf Authentifizieren und somit haben sich nun beide Geräte gefunden. Wunderbar, damit ist das Gerät aufgesetzt und ihr könnt es auch direkt nutzen. Ich kann zum Beispiel auch in der Shelly-App hier, vielleicht habt ihr es gehört, es hat leicht geklackt. Jetzt hat es nochmal leicht geklackt, somit das Relais auch damit schalten. Außerdem kann ich jetzt anfangen, meine Shelly-Geräte auf diese Oberfläche zu bringen. Aber ganz wichtig, ich habe schon mehrere Shelly Wall Display Videos gemacht, wo ich hier Karten reingebracht habe, Karten raus, Media Player, Wetterkarte und so weiter. Die Videos dazu findet ihr oben rechts oder unten in der Videobeschreibungsbox. Dann haben wir das einfach hier für dieses Video gespart und können uns einfach nur direkt mit dem Gerät beschäftigen. Jetzt schauen wir uns kurz die Einstellungsmöglichkeiten des Wall Display XL hier in der Shelly App an. Wenn ihr das Thermostat, wie ich bereits aktiviert habt, auch hier den Reiter für Thermostat, dann könnt ihr das hier aktivieren. Könnt ihr also hier auch über die Shelly App sehr angenehm steuern. Habt dann hier auch nochmal Thermostateinstellungen, aber die gleichen Einstellungen habt ihr auch direkt auf dem Wall Display. Wie für Shelly gewöhnlich haben wir den Punkt Benachrichtigungen. Wir haben auch hier den Punkt Diagramme, hier für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das ist ziemlich cool, dass das Ganze dann getrackt wird. Spannend ist, dass ihr auch hier eine Zeitschaltuhr nutzen könnt bei dem Wall Display. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier nochmal Zeitpläne anzulegen. Dann haben wir den Punkt Sensoreinstellungen, wo ihr dann nochmal Parameter für euch festlegen könnt. Ihr könnt über Offset, das ist vielleicht dem einen oder anderen nicht so geläufig, das Ganze dann kalibrieren. Ihr habt eine Temperaturschwelle, ab wann immer ein Wert übertragen werden soll. Das gleiche natürlich auch für Feuchtigkeit. Und gerade der Schwellenwert für Dunkelheit und Helligkeit legt dann fest, ab wann dann gewisse Automatisierungen dann hier starten sollen oder nicht. Ihr könnt auch hier URL bzw. HTTP-Aktion hier festlegen. Das Ganze macht ihr dann hier über diesen Knopf. Habt dann auch hier die Möglichkeit, Bildschirmschoner, Bildschirmsperre, Bildschirm an, aus nochmal so zu konfigurieren, wie ihr das gerne haben möchtet. Spannend ist auch der Punkt Netzwerk, denn neben WLAN und Cloud und Bluetooth, was wir hier von Shelly bereits kennen und MQTT, das ist ja alles nichts Neues, haben wir hier den Punkt Ethernet. Und der Punkt baut sich auch hier gar nicht auf. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie jetzt ein Hinweis ist auf die Zukunft. Dann haben wir nochmal spezifische Anwendungseinstellungen, wenn ihr das braucht. Ihr könnt auch hier nochmal die Gerätekarte, die ihr vorne gesehen habt, dann so anpassen, wie ihr das gerne haben möchtet, euch richtig hier individuell austoben. Ansonsten könnt ihr das Ganze auch noch teilen mit jemandem, der auch schon bereits einen Shelly-Account hat. Dann habt ihr die Möglichkeit, nochmal weitere tiefergehende Einstellungen hier vorzunehmen, wie Gerätename. Ihr könnt die Thermostaterweiterung extrahieren. Dann wird das in der Shelly-App wie ein eigenständiges Gerät geführt und ihr müsst für die Thermostatfunktion nicht immer in das Shelly Wall Display XL rein. Selbiges geht hier auch bei Media Player, wo ihr das Ganze extrahieren könnt und als eigenständiges Gerät dann nutzen könnt. Wenn ihr den Switch-Ausgang benutzt, könnt ihr nochmal festlegen, ob der Switch an einem Taster angebunden ist oder einem Schalter. Ihr könnt es aber auch komplett deaktivieren. Bei Ausgabetyp könnt ihr zwischen Folgen und Rand auswählen. Ihr könnt dann natürlich auch die Eingaben dann umkehren, wenn ihr das möchtet, hier für die Knöpfe am Wall-Display. Aktion beim Einschalten ist, was bei einem Stromausfall und wenn dann der Strom dann wieder kommt, passieren soll, welchen Modus hier das Shelly Wall Display dann einnehmen soll. Ihr könnt dann hier die Firmware-Version aktualisieren, Gehstandort, Zeitzone, Neustart, sanfter Neustart, Werkreset. Ganz spannend hier Gerätinformation, denn dort haben wir die Geräte-IP und wenn wir hier einmal draufdrücken, dann landen wir auf der Web-Oberfläche vom Wall Display XL und könnten rein theoretisch, was ihr jetzt hier auf meinem Smartphone seht, auch auf einem PC, Laptop oder Tablet dann nochmal einstellen auf einem viel größeren Display und sind die gleichen Einstellungsmöglichkeiten, wie ihr eben mehr oder weniger in der App gesehen habt. Ich habe euch jetzt auf der Oberfläche das Ganze mit Schalter, Szenen, Gruppen und so weiter befüllt. Ich kann jetzt hier über Bürolicht das anmachen und vielleicht habt ihr gesehen, es wird dann hier etwas heller. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum ist der verfügbar, aber die beiden anderen nicht? Ganz wichtig, das gilt für alle Shelly Wall Displays. Um hier die Geräte nutzen zu können, müssen diese mit der Shelly Cloud verbunden sein. Wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, meinen Rollladen hier zu steuern. Dann habe ich auch eine kleine Karte hierfür, kann aber auch für Rollladen so eine große Karte machen. Dann habe ich auch hier an der Seite so einen Schieberegler, womit ich dann das Ganze auf eine bestimmte Position hier rauf oder runter fahren kann. Ich habe euch hier auch noch so ein PV-Messgerät, das könnt ihr euch auch hier anzeigen lassen. Dann haben wir hier eine Szene, Speisekammerlicht, einfach, dass das an- und ausgeht. Das ist ein Raum ohne Fenster. Und hier haben wir alle Rollladen als Gruppe aufmachen, zumachen, auf eine bestimmte Position bringen. Das ist dann charmant, wenn ihr nebendran noch einen Knopf macht mit alle Lichter
Und wenn dieses Dashboard zum Beispiel in der Nähe vom Eingang ist, dann drückt man einmal alle Rollladen runter, alle Lichter aus und dann kann man sich schon verabschieden. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Geräte habt, könnt ihr diese so nach rechts scrollen. Und wenn ihr noch weiter nach rechts scrollt, ich habe jetzt dort mal Home Assistant schon hinzugefügt, deshalb kommt Home Assistant. Und warum? Weil Home Assistant hier in der Mitte ist. Wenn ich jetzt einmal nach rechts gehe, dann lande ich hier. Wenn ich noch einmal nach rechts gehe, lande ich bei den Einstellungen. Jetzt, bevor die Frage kommt, ja, ihr könnt die Leiste hier unten, wenn ihr Home Assistant hier anzeigen lassen möchtet, ausblenden. Wenn wir zu den Einstellungen gehen, dann haben wir hier Netzwerk, dann haben wir hier Home Assistant und dann könnt ihr untere Leiste einmal ausblenden. Und wenn ich jetzt Home Assistant gehe, dann ist die untere Leiste weg. Wenn dir das bisherige Video geholfen hat, gefallen hat, denkst du, es ist zu viel verlangt, wenn ich jetzt nach einem Like und einem Abo frage? Sonst schreib mir auch gerne unten in die Kommentare Fragen zum Video, Wünsche, Anregungen, Kritik. Ich tausche mich gerne mit euch aus, um hier neue Sichtweisen zu erhalten. Und das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Video. Wenn wir hier bei den Einstellungen sind, bei den Einstellungen ist es mehr oder weniger wie bei den anderen Wall-Displays auch. Ihr habt die gleichen Einstellungen wie zuvor auch. Wir haben hier den Punkt mit einem externen Sensor koppeln. Das können wir tatsächlich direkt jetzt machen, weil ich dann auch gleich mit euch die Thermostat-Funktion testen möchte. Ich habe einmal jetzt drauf gedrückt, jetzt wurde dieser erkannt und jetzt wurde das auch schon gekoppelt. Wunderbar. Ihr könnt hier bei den Einstellungen das Ganze für euch individuell definieren. Könnt bei Bildschirm dann die automatische Bildschirmhelligkeit an- und ausmachen, sodass es zum Beispiel immer hell ist. Gerade jetzt beim Videodrehen ist das wahrscheinlich nicht verkehrt. Bildschirmschoner könnt ihr an- und ausschalten und dieses Wachwerden durch Bewegung, was ihr vielleicht die ganze Zeit seht, das sollt ihr vielleicht mal ausschalten, damit euch das nicht irritiert. Und natürlich haben wir hier noch Audiofunktionen. Ihr könnt Lautsprecher koppeln, ihr könnt hier Sonos koppeln. Habe ich aber in den ganzen anderen Videos bereits schon gezeigt. Spannend ist hier der Bereich Input-Output, denn hier können wir zum einen die 4 Taster hier individuell belegen. Dort können wir dann nochmal, hier, wenn ich auf eine Taste drauf drücke, kann ich dann sagen, hey, was soll denn da geschehen? Ich kann zum Beispiel, steuern Sie Ihr Zuhause, kann dann ein Gerät, sagen wir mal hier im Büro, mein Licht, kann dann sagen, Licht einschalten, Licht ausschalten oder einfach umschalten. Das bedeutet dann an- und ausschalten. Das können wir jetzt gleich mal testen. Jetzt geht das Licht an, jetzt geht das Licht aus. Also so einfach könnt ihr das Ganze dann definieren. Ihr habt hier 4 Tastmöglichkeiten zur Verfügung, die ihr dann individuell hier belegen könnt, wie ihr das eben gesehen habt. Für mich persönlich, der spannendste Punkt ist hier Thermostat aktivieren und das machen wir einmal und dann muss das Gerät einen Soft-Neustart ausführen. A few moments later. Der Soft-Neustart vom Wall Display XL ist jetzt abgeschlossen und ich bekomme hier die Thermostatansicht. Da ich einen externen Sensor gekoppelt habe, in diesem Fall den Shelly Blue H&T, bekomme ich auch hier direkt die Werte dazu. Wenn ich jetzt die Temperatur hochschalte, weil ich möchte, dass das hier aufwärmt, dann drücke ich hier drauf und ihr seht schon, dann gibt er hier direkt den Impuls weiter und würde jetzt den Stellantrieb bei euch quasi aktivieren, dann würde hier die Bude oder der Raum warm werden. Spannend wird's aber, manche Stellantriebe sind normally open, normally closed und das können wir auch hier einstellen. Und weiter unten haben wir den Bereich Ausgang umkehren. Dort könnt ihr dann zwischen normally open, normally closed dann hier switchen, je nachdem wie eure Stellantriebe hier reagieren. Noch spannend für euch, ihr müsst nicht das Relais, den Output von dem Wall Display hier nutzen. Ihr könntet auch als Thermostat Output ein ganz anderes Gerät nutzen. Ihr könntet zum Beispiel nur als Beispiel irgendein anderes Gerät nutzen, sobald dann die Temperaturschwelle erreicht wurde oder unterschritten wurde, dieses Shelly-Gerät dann geschaltet werden soll. Zum Beispiel das Garagenlicht bei mir ist ein Shelly 1 und dann würde hier das Shelly 1 geschaltet werden. Das bedeutet, wenn ihr bei euch im Heizkreisverteiler an den Stellantrieben ganz viele Shelly 1er habt, dann könntet ihr das damit auch direkt ansteuern. Das ist auch ziemlich cool. Ihr könnt natürlich auch, anstatt das Ganze zum Heizen, auch zum Kühlen nutzen. Ihr könnt auch bei Profil und Zeitpläne euch ein Profil erstellen, könnt dann hier einen Zeitplan erstellen, könnt dann sagen, an welchen Tagen er hier welche Zieltemperatur erreicht haben soll, legt er hier mit dem Heizen direkt los. Was sagt ihr nun zur Thermostatfunktion? Gefällt sie euch? Fehlt euch was? Schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Und wo wir schon beim Thema Home Assistant sind, ihr habt schon gesehen, ich habe das Ganze über Netzwerk gefunden. Einfach da reingehen, dann geht ihr auf Home Assistant. Wenn das nicht direkt gefunden wird, dann könnt ihr es manuell hinzufügen. Dann drückt ihr auf Speichern, dann wird der Home Assistant Bereich einmal für euch aufgebaut, dann loggt ihr euch ein. That's it.
Das habe ich auch in den anderen Videos bereits gezeigt. Jetzt machen wir einen kurzen Test in Home Assistant mit dem normalen Dashboard, denn während ich beim normalen Wall Display und beim X2 noch habe gelten lassen, dass die Performance darunter leiden darf, bei so einem vollen Dashboard lasse ich es bei diesem eher nicht gelten. Ich gehe jetzt mal ins Wohnzimmer rein. Okay, das baut immerhin gut auf. Es hat jetzt etwas gedauert. Jetzt gehen wir mal zur Energie. Da ruckelt es ein bisschen. Okay. Und jetzt gehen wir mal zu einem einfachen Dashboard. Wir sind jetzt im Bereich Dashboard von Home Assistant. Dort gehen wir mal ins Büro rein. Und hier ist jetzt, wie gesagt, nicht viel. Einfache Knöpfe, keine Animationen. Okay. Das geht relativ einfach. Also vielleicht seht ihr das auch schon. Jetzt schließen wir hier den Roller an. Also die Reaktion ist auf jeden Fall gegeben. Ich denke, wenn man hier mit den Knöpfen und Animationen das Ganze nicht so übertreibt, kann man damit in Home Assistant ganz viel Spaß haben. Und wenn wir beim Thema Home Assistant sind, schauen wir auch, was wir beim Shelly Wall Display XL hier in Home Assistant direkt an Sensoren, Entitäten und Steuerungsmöglichkeiten erhalten. Dazu bekommen wir im Home Assistant normalerweise eine Meldung, dass ein neues Gerät entdeckt wurde. Wenn das nicht der Fall ist, einfach zu Geräte und Dienste gehen und hier können wir schon sehen, wurde das Gerät entdeckt. Wenn das bei euch auch nicht der Fall ist, einfach hier einmal Shelly eingeben und dann könnt ihr hier einmal den Host eingeben, den bekommt ihr in der Gerätinformation in der Shelly App, schickt es ab. Und dann bekommt ihr genau zu dem Fenster, was ich jetzt komme. Und dann kann ich hier einen Gerätenamen machen. Ist mir jetzt gerade nicht wichtig. Pack das hier bei mir ins Büro. Und dann würde ich sagen, Feuer frei. Somit sind wir nun im Shelly Wall Display XL. Und da können wir auch schon direkt oben sehen, haben wir ein Steuerelement. In dem Fall das Thermostat. Hier haben wir mal Wake on LAN noch nicht aktiviert. Da können wir auch direkt die Thermostatfunktion hier in Home Assistant heraus steuern. Das ist ziemlich cool. Können das Ganze einschalten, ausschalten. Wunderbar. Das geht aber natürlich nur, wenn ihr die Thermostatfunktion aktiviert habt. Also keep in mind. Weiter unten haben wir hier den Bereich der Sensoren und spannend ist hier der Illuminance Level. Der gibt derzeit dunkel aus, weil 0 Lux. Wann er dunkel ausgeben soll oder hell ausgeben soll, das könnt ihr in der Shelly App definieren. Ganz wichtig. Die anderen Sensoren sind eigentlich selbsterklärend. Dann haben wir hier noch einmal Input. Dann haben wir hier weitere Konfiguration. Ihr könnt die Firmware hier von Home Assistant heraus aktualisieren. Also müsst dafür nicht die Shelly App nutzen, was ziemlich cool ist. Und weiter unten haben wir den Bereich der Diagnose und hier ist jetzt auch nichts Besonderes, die gewohnten Informationen, wie Sie von den anderen Wall Displays auch schon kennen. Und noch ein Hinweis, ihr könnt das Shelly Wall Display XL auch nicht als Bluetooth Proxy hier in Home Assistant nutzen. Das kennt ihr vielleicht von Shelly Plus, Shelly Gen 3, Shelly Gen 4 Geräte. Diese können wir aktiv und passiv schalten für andere Bluetooth-Geräte in Home Assistant, damit diese das als Reichweitenverstärker nutzen können. Geht mit dem Shelly Wall Display XL nicht. Und somit wären wir hier in Home Assistant durch. Also keine besonderen Überraschungen. Jetzt zeige ich euch, warum die Installation vom Shelly Wall Display XL bei uns zu Hause etwas problematisch ist und das betrifft vielleicht auch den einen oder die andere. Wenn ich jetzt das entnehme und das Shelly Wall Display XL hier reinpacke, haben wir das Problem, dass diese Dose relativ zentral ist. Und dann würde das Ganze so ungefähr auf dieser Höhe installiert werden und wie ihr seht, knallt es dann hier an diese Türzage dran. Also eine Installation wäre bei mir nicht möglich. Was aber gehen würde, Liebling, komm mal mit, wäre hier an diesem Punkt bei uns zu Hause. Dort könnte ich es auch schön reinsetzen. Problem hier, ich habe hier zwar PoE, aber das Teil kann kein PoE. Ich habe jetzt da unten eine Steckdose, könnt dann Strom ziehen oder per USB-C. Aber cool wäre es halt gewesen, wenn das Teil PoE könnte, bin ich offen und ehrlich. Weil PoE haben die meisten hier und dort bei sich zu Hause. USB-C irgendwo wird schwierig. Klar, wenn bei euch die Thermostate etwas mehr im Raum sind, dann funktioniert das wunderbar. Dann könnt ihr das wirklich neben einer Steuerzentrale auch als Thermostatersatz nutzen. Auch wenn es ein bisschen Overkill ist, aber ist ein geiler Overkill. Oder was sagt ihr? Das sind so die Probleme, über die ich bei uns zu Hause hier gestoßen bin. Über welche Probleme würdet ihr bei euch zu Hause stoßen? Schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Ja, das war's auch schon. Wir sind im Auto gekommen. Kommen wir zum Fazit zum Shelly Wall Display XL. Und die Vorteile liegen hier ganz klar auf der Hand. Wir können hier unsere ganzen Shelly-Geräte mit steuern. Das ist wunderbar.
und auch die Aufmachung und die Knöpfe sind toll. Der Vorteil zum Vergleich eines Android-Tablets, was ich mir auch an der gleichen Stelle hinklatschen könnte und vielleicht ein paar Euro spare, ist, dass ich hiermit direkt meinen Thermostat steuern kann und auch nochmal die Möglichkeit habe, meinen Schalter in dem jeweiligen Raum damit direkt zu verbinden. Und wenn man Home Assistant nicht maximal überfrachtet und die Knöpfe ordnungsgemäß designt für dieses Dashboard, für diese Seite, dann kann man auch damit in Home Assistant ganz viel Spaß haben. Der eine Punkt, der mich hier sehr aufregt, ist einfach, dass hier die Anschlussdose direkt in der Mitte ist. Das bedeutet, wenn ich mein jetziges Thermostat, was ja meistens sehr in der Nähe von der Tür ist, damit ersetzen möchte, um dann damit den gesamten Raum zu steuern, dann geht das nicht, weil dann ist hier bei mir die Türzage. Und das ist ein Punkt, der mich wirklich sehr aufregt, aber vielleicht seht ihr das einfach anders. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich lese mir jedes Kommentar durch und bin hier total auf eure Meinung gespannt, wie ihr hier zu diesem Gerät steht. Wenn euch das Video geholfen hat, hier das Shelly Wall Display XL noch besser zu verstehen und kennenzulernen, über ein Like und wenn ihr auf dem Mobilgerät unterwegs seid, über einen Hype würde ich mich echt freuen und wenn jemand anderes unbedingt auch dieses Wall Display kennenlernen sollte, um sich dann das bei sich zu Hause einzubauen, nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Sonst, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal rein. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.